Na gut, okay. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir im Inventar? Kohle und die Kreide. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Schuppen. Ach ja, da brauchen wir den Schlüssel dann für, ne? Der hängt hier drin, neben unserer werten Herr Mutter, danke. Werdende Frau Mutter. Okay, das können wir ja nichts. Dann gehen wir jetzt zum Baumhaus und gucken da mal, was da so abgeht. Das müsste dann ja vielleicht das sein. Oder kann man hier noch weiter? Pfad, da kommen wir zu einem Pfad. Wir gucken erstmal hier, was das zu bedeuten hat. Hier alles Steine. These are the hidden buttons Hans uses for the hideout. Only problem is, I can never remember his stupid codes. Ah, shit. Okay, da müssen wir wohl noch irgendwo einen Code finden. Da hier Baum. Climbing trees. That's for kids. I'm a sensible scientist girl, so I have to act like one. Okay. Und hier ein Bienennest genau vor dem Fenster. Damit müssen wir doch bestimmt was machen. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen es mit den Steinen abwerfen, aber wenn das die geheimen Buttons sind, geht das ja wahrscheinlich nicht. I can't reach that from where I am now. Da hast du ein paar Informations trying to move into darüber, our treehouse. You're not welcome here. Nö, also das ist wirklich, also das geheime Baumhaus. Aber kann man auch hier sonst nichts. Ja, die Steine. Oh, that path leads to the lake, where Yorinda says she saw the amber orb. I'm tempted to go see if it is really there, but I'll go see Hans about it before I go all the way out there. Ja, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie... These are the hidden buttons. Only problem is, I can never... Ja, shit, wo finden wir denn den Code dafür? In den Schuppen brauchen wir den Schlüssel. Wir gehen nochmal hier rein. Wir gehen nochmal hier rein. Tja. Blasebalg. Vielleicht haben wir hier... Ne, Hans sitzt nicht mehr neben uns, ne? Können wir jetzt hier rein? Ah, perfekt. Sitzt Hans hier überhaupt noch? Geez, these guys are a couple of neat freaks. Everything's so tidy. Okay, aber ich dachte, Hans sitzt jetzt hier. Dass er das vielleicht notiert hat irgendwo. Hatte sie, glaube ich, auch gesagt. Sie hofft, dass sie es irgendwo, aufgeschrieben hat. Aber... It's only a bunch of neatly stacked books. I wouldn't do that to Yorinda or Hans, though. Wir brauchen doch den Code. Was ist das denn da? Ist das Tic-Tac-Toe-Spiel? Vielleicht der Code? I'm not taking any of the work with me. I have to see it enough in class as it is. Warte mal, das könnte doch tatsächlich sein. Das könnten auch Steine sein. Okay, denn Hans saß ja früher auch hier. Ja, okay, dann hat Hans das hier für uns notiert vielleicht. Probieren es einfach aus, denn sonst... Das Bucke, Mutter schimpft ja nur mit uns. Oh, wie heißen wir nochmal? Winfriede, lass uns in Ruhe. Okay. Müssen wir uns merken. Links, rechts, Mitte, links, rechts, links. Wenn man das merken kann, na klar. Nochmal. Links, rechts, Mitte, links, rechts. Okay. Das würde es für mich Sinn ergeben, wenn das wirklich des Rätsels Lösung wäre. Und der Trottel haut sich immer das Jojo ins Gesicht. Nein, okay. Also, wir hatten... Ach so, das müssen... zum Drücken dann. Okay. Das hatten wir, ich glaube, so. Dann Mitte. Ich glaube, links, rechts. Oh, ich hätte mir auch doch aufschreiben sollen, glaube ich. Ah, nee, das klingt gut. Sehr gut. So, Hans. Alter, was geht denn hier drin ab? Hans? Hello? Winnie! Oh! Sorry. I didn't hear you come in, but I'm glad you're finally here. Yeah, well, if it wasn't for your dang door code, what's got you all excited, huh? You'll never believe what I found. Oh, I barely believe it myself. Last night, by the orphanage, I heard two travelers talking about something. They said it was the scientific discovery of the century. Well, what was it? Winnie, they found it.
They found just what we've been looking for. It's called telekinesis. I'm not following. What's telekinesis? Telekinesis. Yes, well, I wasn't so sure myself, but it went on to describe how this man could move things just by thinking about it. So, he was actually a witch then? No, Winnie, that's the thing. He was just a regular farmer. And that's not all. He could read people's thoughts and feelings, their memories. The townsfolk accused him of being a witch, what with the fear of witchcraft spreading and all. But apparently, he knew nothing about witchcraft. He just sensed his abilities. Okay, that's nice for him. But I still don't see why you're all excited. Right, yes. Well, I did some research after hearing this. And it's just like I thought. All the things that were said about this man's abilities. It's just like the third eye chakra spells. Third eye? Isn't that the subject we had a few weeks ago in class? Exactly. Don't you see? It's what we've been looking for. It's a connection between science and witchcraft, Winnie. You mean this would show Mother once and for all that science is important? Exactly. Just think of the possibilities, too. The discoveries we could make with this. Hold on. If this is what the third eye thing can do, then my test, I could pass it easily. Well, sure. But not just that. If we can learn more about what telekinesis is, then we can help people understand magic through science. People won't have to be afraid of us anymore. This is it. This could be what finally helps me beat Yannicka once and for all. Oh, but Winnie, I think perhaps we should concentrate on... Right. What do we do now? Can we get it? This telekinesis? Telekinesis. Right, whatever. How do we get it? What do we do? Well, maybe, but perhaps we shouldn't rush into this. Rush? Hans, the Wanderer's test is any day now. Mother was just lecturing me about it. If I get this telekinesis, if I use it to pass this test, my weird will be perfect. Mother won't have to scold me or tell me off anymore. Right. That is true. And maybe finally, Mother will stop comparing me. I'll never have to be told I'm not as good as precious little Yannicka ever again. Yeah, you're right, Winnie. Let's do it. Let's help you pass that test. So, details. How are we going to do this? Okay, natürlich, dann haben die anscheinend von unserem Opa gehört, ne? Also von Annas Opa. Und was geht hier überhaupt? Okay, Hans. Hans ist ja, wie gesagt, das ist ja der dann im See ertrunken ist, ne? Aber der ist ja anscheinend ein ganz schönes Genie hier. Und der baut nämlich hier die Maschine. Ne, das ist ja die Maschine, mit der Winfriede Annas Kräfte hervorgerufen hat. Im Turm ganz am Anfang. Das heißt, Hans hat das alles gebaut und nach seinem Tod hat Winfriede alles übernommen, sozusagen. Okay, und hier ist ja dieser Helm. Das ist ja... Hier sind die ganzen Aufzeichnungen. Hier ist ein Bonsche. Sieht auch niedlich aus. Okay, aber Hans ist ja anscheinend wirklich der Wissenschaftler. Okay. Der Wissenschaftler unter den Zauberern. Und dann wollen sie jetzt beweisen, dass Wissenschaft auch toll ist. Okay. Kann ich verstehen, ist ja logisch. Scheint ja ganz nett und lieb zu sein, ne? Der kleine Hans. Do you remember anything about the third eye spells? I might not have been paying too much attention in class. Yes, I looked over my notes last night. We were never taught any direct awakening spells, but there's one incantation Mrs. Vogt recited from her spell book that kind of fits. Okay, great. What is it? It's an incantation to summon the goddess Minerva for extrasensory insight and knowledge. You imbue magic beads with the spell, then place them on your head to help open your third eye. But Winnie, you know that Mrs. Vogt's spellbook is strictly off limits to us. And you know it wouldn't be the first time I've borrowed it either. All right, so first we need a plan for swiping the spellbook again. What else? Oh, well, from what I remember,
The beads are okay. I have some left over from class. But we also need 3 candles. 1 of white, 1 of purple, and 1 of blue. That could be tricky. I don't think there's any left in the school. We could make them, though. We can? All right, great. Swipe spellbook, make candles. Easy. Let's get cracking then. Okay, das ist so eine... Also ich bin noch nicht ganz überzeugt. Wir wissen ja, irgendwie geht's auch schief. Die wollen jetzt hier einen Zauberspruch machen und die Göttin Minerva anrufen, um Wissen zu erhalten. Oh, das ist doch bestimmt keine gute Idee. Where's this telekinesis guy gone? Let's go find him. Surely he could just tell me how to pass my test if he wants to help people, right? Actually, that was kind of my first thought, too. That's why I'm fixing this machine. The idea is that it reads patterns of energy moving in the brain when you wear it. So if we observe this man's brain patterns, then perhaps we could even replicate them. Yes, that sounds great. Let's do it. But I'm not so sure. It might take time, Winnie. This machine still needs a lot of work. And the man, he went into hiding. What? Why? To avoid punishment. These townspeople, they're really serious about putting an end to witchcraft. Ugh, darn people. Always getting so worked up about stuff they don't know anything about. Yes, well, that's why they get worked up, Winnie. We just have to be patient. Find ways to help them understand, you know? Yeah, sure. Whatever you say. Okay, check. Okay, also wir brauchen Kerzen. Habt ihr übrigens gesehen, hier unten, das ist ja unser kleiner Drache, den wir später dann auch haben. Das finde ich jetzt wirklich gut, dass so viele Sachen, die wir dann später mit Anna haben, jetzt hier auch auftauchen und dann auch Sinn ergeben. Auch von Sachen, die wir hören. Hier das Kind sozusagen von dem roten Drachen, ja, der uns zum Glass Mountain geflogen hat. Okay, Kerzen machen. What do we need for candle making then? Well, I know it's possible. I just don't know how. Jannika's the one who told me about it. Maybe you can ask her. Oh. Right, of course she did. Ugh. But I do know how to make dyes. So if we can make candles, I can help color them. As long as it's the right color, it can be flowers, plants, stuff like that. I have a book on biology around here that might help you. And we need white, purple, and blue. Keep your eyes open, and if you see anything, bring it to me and I'll take care of the dye. White, purple and blue. Okay. Das müssen wir dann... Okay, dann gucken wir mal. Ach so, ja, By the dann way, sagen wir ihm noch Mother Bescheid. said you have to go see her about your test. Oh, right. I still need to pass the smoke appearance module. Smoke appearance? Oh, is that for your elective? Yeah, methods of appearing. The only reason I chose it is because I thought I could fake it with solidified carbon dioxide. Turns out, not so easy to move around or use on my own. Solid carbon... What? Solidified carbon dioxide. It's that smoky stuff behind me there. It's kind of like ice, but dry and much colder. So cold it burns you if you touch it. I figured that out the hard way. But how's that meant to help you with your smoke appearance? Well, that fog coming off of it, that's sublimation. The ice turning from a solid into a gas. But if you drop the ice into water, then that happens a lot faster and makes a lot more fog. Ah, I see. And then you'd use that to disguise your appearance. Clever. Maybe not just disguising an appearance, but also a disappearance as well. Winnie, what are you planning now? Hans, we'll use this to steal the spellbook. It's perfect. If there's as much fog as you say, it should be easy to grab it while Mother is distracted. Sure, but like I said, it's too cold to carry, and we don't have any gloves. And besides, I can't really drop it in water without Mrs. Vogt noticing. Right. Don't worry about all that. I'll find a way I can help while you're doing the test. Leave it to me. I'll figure it out. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Okay, so das Trockeneis. Wir brauchen Handschuhe. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Handschuhe sind bestimmt in dem Gartenschuppen da. Right. This incantation isn't,
incantating itself. I'm off to get us stuff. Okay then, Winnie. I'll be here if you need me. Okay, wir schauen uns erstmal hier um. Okay, das war eine kleine naturwissenschaftliche Nachhilfestunde, die er uns hier erteilt hat, der gute Hans. Das war eigentlich ganz cool. Okay, also er hat ja anscheinend, wenn ich das richtig so verstanden habe, nicht so die absolut coolsten, nicesten Zauberkräfte des Jahrhunderts. Aber dafür ist er einfach ein super Wissenschaftler. Und jetzt will er irgendwie durch das Trockeneis hier Mrs. Vogt so ein bisschen reinlegen wahrscheinlich. Dass sie denkt, oh Gott, er hat gezaubert, aber eigentlich war es die Wissenschaft. Okay, was ist mit unserem kleinen Ah, he looks Kollegen? hungry. I better find something for him to eat first. He doesn't like being handled too much when he's Aha. hungry. Do you? No, you don't. Ich weiß auch ganz genau was. Wie immer füttern wir ihn einfach mit Kohle. Ne? Da hast du Bock drauf. Oh, excuse you. War gut, ne? Können wir denn jetzt irgendwas mit dir Time to machen? get rid of that fiery breath before you get a bellyache. Winnie, Oh Gott. don't Haben wir wieder take him away eingesackt. for too Okay. long. You know the red dragon gets agitated when the baby's away from her. Ah ja. I know. Jeez, you sound like Mother. Hey, sorry. Just careful with the little guy, okay? Der Red Dragon, den kennen wir ja auch schon. Das wissen wir ja alle schon. Sehr gut. So, was haben wir hier? Können wir mal die Poster ein bisschen genauer It's good anschauen? where it is. Ja, These anschauen look like soll's. diagrams for Hans' machine. I can actually kind of follow this. After all the time I've spent watching him tinker with these things, it's not too surprising, I guess. Ja, dadurch konntest du ja auch später die Maschine dann zu Ende These bauen, look ne? like diagrams for Hans' machine. I can actually, after all Achso, das ist alles das gleiche. Okay. Oh! Jetzt habe ich das Bonbon da eingesackt? Okay. Ist das so eine Art Sammelobjekt? Haben wir schon mal einen Bonbon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ja, Mist, hätten wir doch... Hätte ich das vorher gewusst. Na, These are just Mist. different Okay. chemicals we keep around for various experiments. Ja, na klar. Schön einfach im Baum, die beiden. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Bücher. Let's see. Hans' books are pretty complex. Usually I can find a good one, though. There's Euclidean works in space and number theory. Charles Babbage and the Turing equivalent. Yeah. Oh, this must be the biology book Hans mentioned. Biology for Beginners. Ach ja, stimmt, der hat ja gesagt, wir sollen uns mal das Buch angucken, ne? Haben wir das jetzt hier im Inventory? Genau, Inventory, gut. Ja, kann man da was zu? Sagt sie da was zu? According to Hans, I should be able to make colored dyes from plants and stuff. Oh, the blue cornflower. I'm sure I've seen this somewhere. It's perfect. It says, the cornflower is oft worn by young men in love, as symbol of their affections. Where did I see it? Ich weiß es. Weiß es noch ganz genau. Das war, ich weiß nicht mehr genau, Jacob hieß er, glaube ich, hatte die an seinem Hemdchen dran, ne? According to Hans. Ach so. Oh, it says, the corn... Ja, ja, ja. Machen können wir damit jetzt nichts, ne? Nö. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ja, die Maschine natürlich. Part of the machine Hans is working on to copy the old guy's telekinesis. I guess this part has something to do with receiving and calculating what the headgear scans. Things would be easier if we could just find him and get him to share his ability with us. Ja, aber er ist ja nun mal weg. Damit sie ihn nicht wegen Witchcraft verurteilen. So this is that dry ice stuff Hans Genau. was talking about. I wonder if it will really make as much fog when added to water as he says it will. Bestimmt. Zertifikat? That's Oha. Hans' most prized possession. A certificate for first place in a science youth fair. It was his first award for science ever. A silly thing for kids in the village, but still, I'm super proud of him. It'll be the first of many, I'm sure. Das ist wirklich, guck mal, sie ist stolz auf ihn. Sie war früher als Kind, sie war zwar ein bisschen gritzig, aber sie ist eigentlich, mag ich sie gerne. Sie ist nett und sogar wirklich nett zu ihm. Was soll man auch machen, wenn man die ganze Zeit natürlich in der hinteren Reihe steht. Selbst die Eltern, dass die andere Tochter lieber mögen, weil sie immer fleißiger ist. Du hast auch schon kein leichtes Leben gehabt, Winnie. Kein Wunder, dass du so geworden bist. Aber irgendwas muss da ja noch vorgefallen sein. Irgendwas Schlimmeres. Denn so ist sie eigentlich ja noch voll nett. Haben wir noch was zu schauen? Achso, die Kopfbedeckung. Aus dem Fenster sehen können wir nochmal. Da sind die Bienen vor, ne? Darn bees.
trying to... I don't want to get stung. I'm not putting my hand any closer when they're crazy like that. Wir brauchen bestimmt hier aus... Wir brauchen bestimmt... Ja, shit, Wachs wahrscheinlich. Für die Kerzen, ne? Wen sollten wir... Ach, wir sollten Jannike fragen mit der Kerzen, glaube ich, ne? Die weiß, glaube ich, wie das geht. Tja, wie kommen wir da ran? Ja, wenn wir hier mit dem Stock hier rauspieken und das runterfällt, dann sind die Bienen ja auch immer noch da. Oder ob wir sie irgendwie vielleicht mit dem Drachen abfackeln können. Oder vielleicht einfach mit... Bienen werden ja durch Rauch beruhigt. Vielleicht können wir einfach ein bisschen Rauch oder aus dem Ofen ein paar heiße Kohlen oder ich weiß es auch nicht. Irgendwie müssen wir die Bienen jedenfalls wahrscheinlich da wegbekommen. Und den Schlüssel brauchen wir auch noch. Und was braucht... Achso, für die Kerzen... Achso, die Kornblume brauchen wir, genau. Wir brauchten weiße, blaue und lila. Also ich würde jetzt... Weiße... Hier war die Raupe schon wieder. Blaue Kerzen dann ja wahrscheinlich aus der Kornblume. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir lila... Haben wir ja hier. Müssen irgendwie an seine Beeren kommen. Und weiß... Ach ja, vielleicht die Kreide. Wer weiß. Okay, dann fahren wir vielleicht schon. Hier ist die Raupe, schaut sie euch an. Und zack. Schon niedlich. Versucht es immer wieder, aber kommt immer nur bis hier. Ach, das ist alles nicht so einfach. Na gut, dann reden wir erstmal mit Jannike, würde ich sagen.